Wir schauen uns an, Chat. 8 most disturbing things caught on doorbell camera footage. Let's go. Hab Angst, Daddy, hab keine Angst. This first video was captured in the middle of the night in an apartment complex located in Toledo, Ohio. The doorbell footage shows a man knocking on the front door with what looks like a firearm in his waistband. Now, the owner of the apartment didn't recognize Der hat eine Knarre. the man, so she would question who it was. The unknown man would simply respond with, "It's me." Boah, what the fuck. Homeowner would then further question his response, but rather than clarifying, he would simply give a wave through the front door. Me. This, however, would not be enough to get the homeowner to open it, Alter, aber was hat der vor, Chat? Will der ausrauben? so he would ultimately walk off. Disturbingly, as he does so, a second man pops up from a nearby dumpster and also walks off. Was, da kommt noch jemand? Oh mein Gott! Da hat sich einer versteckt. Die wollten da zu zweit rein. Die wollten ausrauben wahrscheinlich. Da hat sich einer hinter der Box versteckt, Digga. What the This would fuck, be the end of man. it. The two would then walk around to the back door where they would attempt to pick its lock. Police were Digga. called, and when they arrived, the two were gone. Fortunately, unsuccessful in getting the door open. Ja, die wollten die ausrauben. Krass. It's not 100% clear what the two men had planned. The almost empty-looking backpack of the first guy suggests they had planned to rob the place, but it's also possible they had much worse intentions. The two of them have yet to be identified by police. Krank, Digga. Ey, Juli, danke für den Prime. Das ist crazy, Mann. Ey, kurze Umfrage-Statistik. Bei wem von euch zu Hause wurde schon mal eingebrochen? Bei wem wurde schon mal eingebrochen? Egal ob Wohnung oder Haus. 2-mal? What the fuck, Digga. Viele. Das ist echt erschreckend, Mann. Das tut mir auch echt leid, Chat. Das ist einer der ekligsten Dinge, glaube ich, die es so gibt. Bei mir wurde tatsächlich noch nie eingebrochen, bei meinen Eltern auch nicht, soweit ich weiß. Was nun mal... Jetzt pass mal auf, Digga. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und ihr sagt mir, ob ihr das glaubt oder nicht. Ich kann es bis heute nicht glauben, aber meine Mutter schwört, dass es so passiert ist. Ich liege im Bett, schlaf. Ich habe das nicht mitbekommen. Meine Mutter im Wohnzimmer guckt Fernsehen. Es war 23 Uhr ungefähr. Jetzt passt auf. Auf einmal standen bei meiner Mutter im Wohnzimmer maskierte Männer. Maskierte Männer. Und jetzt wartet. Laber doch keine Scheiße, ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Die sind über unseren Balkon in die Wohnung reingekommen. Also die sind quasi über den Balkon in die Wohnung reingeklettert und sind dann zu meiner Mutter ins Wohnzimmer gekommen. Danke. Und jetzt, wartet, die haben gedreht für Cobra 11 oder so ein Scheiß. Und haben gefragt, ob es okay ist, dass sie unseren Balkon benutzen dürfen. Ich schwöre euch bei allem. Ich schwöre euch bei allem. Ich mein's ernst. So hat's mir meine Mutter erzählt. Ich schwöre euch, Chat, ich lüge euch nicht an. Genau so hat es mir meine Mutter erzählt. Ich habe es nicht mitbekommen, ich habe gepennt. Da war ich 8 oder so. Und die haben gefragt, ob es okay ist, wenn die auf dem Balkon drehen dürfen. Ich schwöre euch, ich kann es bis heute nicht glauben. Eins, wenn ihr mir das nicht glaubt. Ich glaube es selbst nicht, aber es ist so passiert. Hat mir meine Mutter erzählt. Es ist so passiert. Als würde sich meine Mutter so eine Geschichte ausdenken und mir das erzählen. Hä? Würde ich meinem Kind auch so erklären? Wartet. Wurde bei uns eingebrochen und die hat mich angelogen? Scheiße. Scheiße. Ja gut, dann ist jetzt doch nicht so eine gute Geschichte. Danke. Nein, Chat, nein. Ich habe mit der auch, also, wenn es so gewesen wäre, hätte sie es mir irgendwann erzählt. Wenn es so gewesen wäre, hätte sie es mir irgendwann erzählt. Safe, safe. Die hätte es mir erzählt. Scheiß drauf. Wir gucken das Video weiter. In May of 2018, a woman would leave her parked car that was just outside her house unlocked overnight. Not surprisingly, someone would find the unlocked car and proceed to steal multiple items that were owned by the woman. A few hours later, the man responsible for the theft would be caught on the woman's doorbell camera attempting to use her set of keys that he had just stolen to unlock her house's front door. Oh mein Gott, warte. Ach du Scheiße, der hat das Auto aufgebrochen, gestohlen, hat die Hausschlüssel genommen vom Auto und geht jetzt ins Haus rein. Ach du Scheiße, Digga.
Jetzt geht er einfach. This all Digga. took place while the house owner was home and sleeping. Einfach Lewis Hamilton, ja, Mann. But luckily, the set of keys he had stolen didn't have a house key on it. So Boah. the guy just ended up walking off. Had the set of keys contained a house key, things most likely would have ended much differently. Ey, das ist so creepy, Mann. Er hat die Kamera gesehen, kann auch sein, ja. Das ist so This creepy, doorbell Digga. camera footage was captured in Yo! Overland Park, Kansas in March of 2017. What the In the fuck? video is a nearby active house fire. The home of the neighbor just across the street has been completely engulfed in flames. Alter. As the fire department arrives, neighbors can be seen desperately moving their parked cars Ich dachte, das wäre ein Wirbelsturm. away from the house. Tornado. Ach du Scheiße, Digga. Eventually, a flaming piece of debris can be seen falling and landing on a set of bushes just in front of the camera. Oh no! Oh no! Sag jetzt nichts. Oh Gott, es brennt auch noch, Digga. Ach du Scheiße. Scheiße! The bushes quickly burst into flames. The fire starts spreading quickly, but before it's able to get out of hand, a Ach neighbor du notices Scheiße, it Digga. and attempts to put it out. Alter, was ein Ehrenbruder. He grabs a garden hose and sprays the fire while pressing the house's doorbell. Boah. However, the owner of the house Krass, Digga, der hat das Haus gesaved. is at home Das wäre alles abgebrannt. and frantically tries to communicate this through the doorbell's speaker. Ach du Scheiße, Digga. Hello, yes, I'm not there. Please put that out for me, please. I'm on my way home. Your house on fire! Yeah, I know, I'm on my way. Krass, der kann über seine Klingel mit dem reden, wenn er nicht zu Hause ist. That's somebody talking. Nobody's in the house right now. Nobody's in the house right now. Okay, es ist niemand im Haus. In the end, the fire department would be able to put out the house fire, Alter, and with the krass. help from the neighbors, prevent it from spreading to nearby houses. Crazy, Mann. Also heftige Aufnahme gewesen gerade. On a night in September of 2021, Oh Gott. a homeowner would get a suspicious Alter, sieht der, was hat der für Augen? knock on his Lizard, das ist ein Echsenmensch. door at about 3 in the morning. Upon opening his phone and looking at his doorbell camera, he would see two what looked like teenagers identifying themselves as CPD, or Columbus Police Department. Ah, die geben sich als Cops aus. Danke. Ey, Mann, Alter. Ey, Mann, guck mal, Chat. Wenn du dich entscheidest, kriminell zu werden, warum machst du nicht irgendwas, wo du nicht Leuten krass schadest, Mann? Wisst ihr, wie ich meine? Zock doch irgendwie Firmen ab, zock Banken ab. I don't fucking know. Aber warum? Warum einbrechen bei Leuten, Mann, die dir nichts getan haben? Raub eine Bank aus, ja. Okay, das ist auch scheiße, dann sind die Mitarbeiter traumatisiert. Aber immer noch irgendwie besser, als in Privathäuser reinzugehen. Wisst ihr, das ist so, Digga, widerlich. Weil es einfacher ist, ja, true. True, Digga, true. CPD, open up. We need to ask you a couple questions. Ja, der sieht auf The jeden Fall video aus wie shows the ein man in the front CPD-Mitarbeiter. clearly holding a firearm, and the Ja, auch alle bewaffnet da, das ist echt. house owner would eventually access the doorbell camera's speaker to further question him. Würdet ihr gerne in Amerika wohnen, Chat? Can I help you? CPD, we need to ask you a couple questions. I'm sorry? CPD, we need to ask you a couple questions. May you please step to the front door, please? CPD. Gruselig auch, dass er mit dem redet. Yes, this is CPD. We would like you to step to the door, please. Can I see a badge? We would like you to step to the door, please, sir. I don't have to show you my badge, sir. Also der lügt nicht gut, auf jeden Fall. The man refuses to show a badge because, well, obviously he doesn't have one. The homeowner knew what was going on, so rather than stepping to the door, he Ich hoffe, der ruft die Cops. would call the real police department Oh ja. and report two armed men at his front door. Alter.
After a couple of minutes, the two would once again attempt to get the homeowner to open the door. But after that failed, they would run off before the real police could show up. Schade, Digga. Ich hätte so gefühlt, wenn die Cops jetzt gekommen wären. CPD, open the door. Was für Vollidioten, Digga. The two were most likely just looking to rob the man when he opened the door. Krass. But, I mean, it's possible they had worse intentions in mind. There's just no way of knowing for sure. Both of them were never identified by police. This footage was captured in Colorado. Der Moderator vom Video hat auch so eine creepy Stimme. Ja, aber er hat voll die geile Stimme, oder nicht? Ich finde die Stimme von dem Typen, der drüber spricht, ultra nice. In the middle of the night. The video shows 3 mountain lions appearing from the darkness and süß. starting to walk around a set of houses. Süß auch, aber ein They were bisschen. captured, even going as far as to walk up onto the porch of one of the houses. Mountain lion sightings are known to be exceptionally rare in this specific area. Typically, they'll stay a lot further in the mountains where they have easier access to the deer that they prey on. To see them in an area with a lot of people, especially a neighborhood, is not at all common, at least in this area. A homeowner in Texas would wake up one morning to find the gate into his backyard wide open. Ey, es sieht auch immer gruselig aus, Chat. Oder sei mal ehrlich, so diese Doorbell-Kameras, diese Nachtkameras sehen immer creepy aus, oder? Die sehen immer creepy aus, Digga. Immer. Da könnte eine Katze spielen, es wird gruselig aussehen. Curious, the man would review the Oh mein Gott, Digga. cameras he had around his house, and this is the sight he was met with. Okay, das kann jetzt fake sein. Also ich hoffe, es ist fake, weil das ist absolut verstörend. Das ist absolut verstörend, Digga. Ich hoffe, es ist fake. A man holding a knife and in a clown costume, complete with the suit and mask, casually walks around the property, looking inside the house and testing all the doors. Digga. Also das ist absolut creepy und verstörend. Alter. Junge. Digga, Mann. Alter, stell dir vor, ihr seid zu Hause This would all, of course, take und place da kommt ein fucking Clown zu euch rein. in 2016, during that sort of killer clown craze that went on for a few months. Okay, das war in diesem Killer-Clown-Ding. Looking back, most people that participated in that were most likely just having fun trying to scare people. But there's no denying that others took advantage of the situation, genuinely attempting some pretty horrible crimes hidden under a clown mask, with this likely being one of those cases. Das haben viele ausgenutzt damals. It's clear the person in the costume is actually trying to break into the house with a knife. Though, after being unsuccessful, the clown would eventually walk off, and despite a police report, that would be the end of it. Ultimately, the homeowner would be left with nothing but this disturbing footage. Krank. Sehr spannendes Video, Chat. Sehr spannendes Video gewesen. Gutes Video, oder? Eins, wenn das ein Baba-Video war, Digga. Sehr gutes Video gewesen, Chat. War auch jetzt nicht so creepy, aber war interessant, finde ich, oder? War interessant. Ein interessantes Video, Mann.